Hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei grüßen euch heute aus dem verschneiten Wald. Um genau zu sein, aus dem verschneiten Odenwald. Ja, wir sind heute mal in heimischen Gefilden unterwegs. Eigentlich haben wir überlegt, wir fahren mal ein Stück weiter weg in den Schnee. Und dann hat sich der Schnee aber überlegt, ach komm, die zwei wollen unbedingt ein bisschen weiße Pracht haben. Dann komme ich mal bei denen vorbei. Das hat gut funktioniert, wie man hier sehen kann. Und dann hat der Tobi kurzerhand eine Tour selber zusammengezimmert. Hier auf die Neuenkirchener Höhe. Genau, höchste Erhebung des hessischen Teils des Odenwalds. Die Tour selber hat so rund 11 Kilometer, 350 Höhenmeter. Und einige Sehenswürdigkeiten. Wie zum Beispiel den Gipfel mit Turm, eine Radarstation und das kleine Örtchen Neukirchen. Ja, mit einer schönen Einkehrmöglichkeit. So schaut's aus. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Winterwanderung im vorderen Odenwald war am Fußballplatz am Ortsrand von Brandau. Von dort ging es direkt über verschneiten Feldweg in Richtung Wald. Also das mag im Video vielleicht ganz toll aussehen mit der Sonne hier und dem vielen Schnee, aber es hat auch ordentlich Wind. Das ist ganz schön kalt. Da war Anne wohl noch von der Wärme des Autos verwöhnt. Aber dank der Kälte legte sogar ich mal ein ordentliches Tempo bergan vor, um vom Start weg nicht allzu sehr herunterzukühlen. Nach wenigen 100 Metern waren wir dem Tal so weit entstiegen, dass die Sonne uns einen lichtdurchfluteten Winterwald präsentierte. Da macht das Wandern gleich doppelt so viel Spaß. Na Tobi, jetzt sind wir raus aus dem Wind. Ja, unten hat sie sich beschwert, die Anne. Der kalte Wind, der kalte Wind. Jetzt sind wir zwar im Wald relativ windgeschützt, allerdings dank der Steigung gut am Schwitzen. Ja, weiter geht's. Immer noch besser als zu frieren, würde ich sagen. Im weiteren Anstieg lichtete sich der Wald zunehmend und wir konnten für kurze Zeit die erste weitere Aussicht genießen. Allerdings war die Szenerie, welche sich uns heute im sonnendurchfluteten Winterwald bot, durchaus auch als eines der Highlights der Tour zu betrachten. Auch ein kleiner Steinbruch fand sich am Wegesrand, kaum zu erkennen. Erst bei näherer Betrachtung fallen die am Boden zurückgelassenen Steinquader auf. Vor lauter Winterwanderspaß hatte Tobi zwischendurch ganz vergessen, auf seine Wander-App zu schauen. So, bei selbstgebastelten Touren sollte man öfter mal auf die Datei gucken. Jetzt sind wir nämlich unnötig den Berg hochgerannt, um jetzt hier wieder runter zu laufen. Nun denn, extra Meter in Distanz und Höhe sind ja auf unseren Touren nichts Neues. Meist zum Glück aber bewusst gewählt. Jetzt ging es auf jeden Fall auf dem richtigen Weg weiter bergan in Richtung Gipfel. Und
für meine Verhältnisse nach wie vor recht flott. Jetzt ist es soweit. Wir können bergauf laufen und die Jacken zulassen. Es ist kalt genug. Der Wind ist auch im Wald da. Gut, dass der Gipfel und damit der Kaiserturm als Zwischenziel schon fast erreicht war. Ein letzter Abzweig und da war er, der Kaiserturm. Der Kaiserturm wurde von 1906 bis 1907 errichtet und steht auf einer Höhe von 605 Metern und damit auf dem höchsten Punkt des hessischen Odenwalds. Die kurze Pause in einer der Schutzhütten dort mit warmem Tee und Eintopf war genau richtig bei dem frostigen Wetter heute. Während Anne noch in der Hütte pausierte, bestieg ich den 34 Meter hohen Turm, von dessen Spitze sich mir ein toller Rundumblick über den verschneiten vorderen Odenwald bot. Hier unten sitzt Anne noch und wärmt sich am Tee. Ich derweil hatte eine mega Aussicht. Allerdings, lange hielt ich es hier oben nicht aus. Dem eisigen Wind an diesem Tag sei Dank. Ja, da haben wir es geschafft. Wir sind oben angekommen auf der Neunkircher Höhe Am Kaiserturm. und haben auch schon, wie ihr eben gesehen habt, uns schon gleich mal wieder gestärkt nach dem anstrengenden und etwas frostigen Anstieg. Wobei nicht nur gestärkt, sondern natürlich auch schön aufgewärmt, weil heiße Suppe und heißer Tee ist natürlich perfekt auf so einer Winterwanderung. Ja, und zum Glück hatte der Turm heute oben, deswegen habt ihr ja gesehen, mega Aussicht von da oben, trotz der Wolkendecke. Aber ja, war auch mein erstes Mal da oben. Kannte die Aussicht noch nicht, ich war schon öfter hier oben. Jedes Das Ding Mal, hat wenn immer wir hier zu. sind, es ist zu. Ja, aber heute hat es geklappt. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal an den Abstieg. Frisch gestärkt und leidlich gut aufgewärmt ging es weiter. Das Wetter indes wurde langsam, aber sicher schlechter. Wie ihr auf dem Turm gesehen habt, von Blau war weit und breit nichts zu sehen gewesen. Der Wald unterdessen präsentierte sich nach wie vor traumhaft weiß. Ein weiteres Highlight auf unserer Tour war der Radarturm nahe des Gipfels. Erbaut wurde dieser bereits 1962, ist seit Ende der 1990er Jahre vollautomatisiert und dient der Überwachung des südwestdeutschen Luftraumes. Wie schon gesagt, das Wetter wurde an diesem Tag nicht besser. Die Wolken brachten neuen Schnee mit und ich begann bergab wieder zu frieren. Also ich hätte nichts gegen ein paar Zehenwärmer. Ganz ehrlich. Ja. Das wäre jetzt sehr angenehm. Na dann, nichts wie weiter nach Neunkirchen. Lockt jedoch eine Aufwärmmöglichkeit. Bis dahin wollten aber noch ein paar Meter und ein ordentliches Schneegestöber überwunden werden. Hier seht ihr ein beliebtes Ausflugsziel an den seltenen Tagen, an denen im Winter noch Schnee im Odenwald zu finden ist. Die alte Skipiste bei Neunkirchen erfreut sich bei Rodlern nach wie vor großer Beliebtheit. Mangels mitgeführten Schlittens, kalter Fußzehen und stärker werdenden Schneefalls wanderten wir jedoch direkt auf den Ort zu. Im Ort angekommen, steuerten wir dann auch direkt die Bauernstub im Gasthaus zur Linde an. Kaffee, Waffeln und ein warmer Ofen, genau das Richtige für durchgefrorene Wanderer. Das Wetter hatte sich zwischenzeitlich leider nicht allzu sehr gebessert und so ging es weiter durch Wind und Schnee. Hier seht ihr den Taunus. Naja, zumindest an Tagen mit schönem Wetter habt ihr hier eine super Sicht und könnt sogar den Turm auf dem Feldberg erkennen. Heute, nun ja.
Neben der alten Skipiste gibt es hier eine weitere Rodelstelle, die bei Schnee auch immer gut besucht ist. Wie ihr an den Wegmarkierungen und Schildern erkennen könnt, laufen über bzw. rund um die Neunkircher Höhe zahlreiche lokale und überregionale Wanderwege, unter anderem der Alemannenweg, den Tobi schon komplett erwandert hat, und auch der 2300 Kilometer lange Hugenotten- und Waldenserpfad, der für die ferne Zukunft noch auf seiner Liste steht. Eine Bushaltestelle mitten im Wald. Die war wohl noch übrig. Ausrangiert worden. Auf wen wartest du? Ja, auf den Bus natürlich. Ich glaube, bei den Witterungsverhältnissen heute kannst du lange warten. Meinst du, ich muss weiterlaufen? Ich vermute es mal fast. Ja, dann. Dong. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. So ein Pferdeschlitten oder gar ein Husky-Gespann. Naja, eigentlich nicht. Wir sind ja schließlich zum Wandern hier. Und bei dem Schnee wäre es auch wirklich schade, kurz vorm Ziel noch abzukürzen. So erreichten wir schlussendlich wieder unseren Startpunkt am Fußballplatz in Brandau. Von Brandau aus führte uns die Wanderung in einem Bogen vornehmlich durch Wald auf den Gipfel der Neunkircher Höhe zum Kaiserturm. Von dort aus ging es vorbei an einer Radarstation und einer alten Skipiste nach Neunkirchen und weiter bergab wieder nach Brandau. Das war sie gewesen, unsere kleine Runde auf die Neunkircher Höhe. Ja, war eine schöne Runde. Klein, aber fein. Bei Neuschnee war natürlich ganz toll. Ja, ein bisschen frisch, zum Teil sehr windig heute gewesen. Ich bin froh, dass ich nicht auf den Kaiserturm hoch bin. Ja, ich bin endlich mal hochgekommen. Sonst habe ich immer das Pech, dass das Ding zu hat. War also heute Premiere für mich. Endlich mal oben. Und muss sagen, die Aussicht oben war top. Das lohnt auf jeden Fall, der Aufstieg. Ansonsten, ihr kommt an der Radarstation vorbei. Wie gesagt, Neunkirchen als Kuchenstopp bietet sich auch an. Einkehrmöglichkeiten habt ihr auf dem Weg 3 Stück, den wir gewählt haben. Einmal oben am Turm selbst. Die Gaststätte ist zwar gerade in Renovierung, aber man hat Wegen aufgestellt, die Samstag, Sonntag wohl geöffnet haben. Und dann im Ort auch nochmal 2 Lokale, wo ihr dann rein könnt. Ja, und durch die Höhenmeter kann man auch diese Tour hier bei diesen kalten Verhältnissen ziemlich gut laufen, haben wir festgestellt. Wir haben uns zwar immer mal wieder beschwert zwischendurch, Wegen dem Wind, aber selbst Tobi ist mit seiner doch sehr dünnen Ausstattung hier nicht eingefroren. Ja, dünn ist sie nicht, sind 4 Lagen. Für mich schon. Ich habe die dicke Skijacke. Passt dann auch soweit. Gut, ansonsten hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Die Infos zur Tour übrigens, beziehungsweise die Karte findet ihr in der Beschreibung. Verlinkung zu Komoot. Könnt ihr mal reingucken, wenn es euch interessiert. Und dann war es das für dieses Mal wieder dann. Ja, hoffen wir, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.